Lieber Hubert, aus persönlicher Erfahrung habe ich gemerkt, dass wenn man Kammermusik wirklich betreibt, kann man sicherlich viel Originalrepertoire finden, aber man muss auch sehr viel Fantasie und Arrangeur werden sozusagen. Findest du, dass in der Hochschulausbildung wird dieser Punkt verstärkt? Lernen die Studenten zu arrangieren, zu bearbeiten? Also das kann ich jetzt direkt so nicht unterschreiben, aber ich glaube schon, dass sich da was getan hat, dass viel mehr jetzt Kammermusik auch unterrichtet wird und auch gemacht wird. Und ich finde es auch toll, zum Beispiel habe ich in meiner Klasse ein Quartett, die, eigentlich nur 2 davon, die bei dem Professor für Kammermusik bei Harald Schoneweg Unterricht schon mal haben. Und das ist natürlich was Besonderes, da ist dann ein Streicher mit sehr viel Erfahrung dabei, diese Gitarristen zu unterrichten. Ein wichtiger Punkt. Es hat sich sicher was getan. Auf der anderen Seite haben wir ein großes Problem an den Hochschulen. Es wird zu wenig Performance-Training gemacht, also das reine Konzertieren und das Vorspielen. Das wir zum Beispiel in Koblenz immer machen. Wir an der Koblenz International Guitar Academy machen wir jede Woche eine volle Stunde Vorspielen. Manchmal kann ich das auch ausdehnen. Da haben wir eine Bühne, eine große Bühne. Dann sitzen wir da unter uns natürlich, so 10, 15 Leute, kommt ganz drauf an, wer da ist. Und jeder darf spielen, was er will. Und das fehlt an einer Musikhochschule, gibt es keinen Platz, keine Zeit. Du kriegst keinen Saal. Ja? Das ist genau dieses Thema, wollte ich dich was fragen, und zwar die Hochschulausbildung. Du bist natürlich als Professor in der Musikhochschule in Köln tätig. Und meine Frage ist, die ganze Hochschulausbildung heutzutage, bedeckt alle Bereiche, die ein Gitarrist braucht, ein Künstler braucht für das berufliche Entwicklung? Ja, die Hochschulen sind sicher immer etwas hinterher. Man bemüht sich jetzt auch in Köln sehr vieles zu berücksichtigen, was in der Praxis verlangt wird. Bei den Gitarristen weiß ich das, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Ich denke mir gerade, was wird in Musikschulen verlangt heute? Ja? 50% muss der Gitarrenlehrer irgendwie E-Gitarre oder Popgitarre oder irgendwas spielen und nur 50%, wenn überhaupt, bleiben für die Klassik übrig. Ich habe das jetzt einfach mal so in den Raum geworfen, diese Zahlen. Ich denke mir, dass die Hochschule da auch viel praxisnah noch sein muss, in vielen Beziehungen. Wir sind da zu weit weg von der wirklichen, was benötigt wird. Auf der anderen Seite, wir können ja auch nicht das klassische Spiel vernachlässigen, weil das bringt ja die Leute weiter. Und wir wissen ja alle die Problematik, wer will heute noch Klassik lernen, immer weniger. Aber das geht in anderen Instrumenten auch so. Das höre ich von meinen Kollegen in Koblenz auch permanent. Ja. Hat zu tun wahrscheinlich auch mit Repertoire, diese Problematik, ne? Weil das Repertoire, das man in der Musikhochschule durch die ganze Ausbildung lernt, manchmal, oder würde ich sagen, ich persönlich, wird ganz oft abweichen von der Realität, was man normalerweise ein Programm, mit dem man spielt, um ein Publikum zu überzeugen oder zu locken. Also das sehe ich nicht so. Also ich glaube, dass das kaum ein Unterschied ist. Du musst dir sowieso später andere Gedanken machen, wenn du vom Publikum spielst. Aber es kommt meiner Meinung nach darauf an, wie man etwas spielt. Man kann genauso gut eine Bach-Suite so faszinierend spielen, dass die Leute begeistert sind und dir Standing Ovations geben. Das ist natürlich überhaupt die Gratwanderung, die wir im Moment, oder die Problematik auch, die wir im Moment haben. Welches Repertoire wird überhaupt noch gerne gehört? Ja? Ich denke manchmal, es hat auch zu tun, dass viele Gitarristen in den letzten Jahren zu viele Gitarristen langweilig gespielt haben oder einfach nicht überzeugend genug. Wir hatten Leute, die waren eben doch sehr durchschnittlich. Und diese Spitzenleute, die gehört man vielleicht auch seltener noch. Die sind zwar da, aber weil jeder möchte ja ein kleines Konzert geben und der Musikschullehrer und sogar der Hobbygitarrist und so weiter und so fort. Ja? Vielleicht ist das ein Problem der Gitarre gewesen, warum sie auch so zum Teil langweilig rübergekommen ist. Ja? Kann nicht ein Problem auch sein, zumindest in meiner Wettbewerbszeit, als ich teilnahm,
hatte ich festgestellt, dass es ein bisschen, dass das Repertoire, das ausgesucht wurde von den meisten Gitarristen, ging ein bisschen nach Mode. Gab es eine Zeit, wo alle spielten die Chaconne, wo alle Chinastera spielten? Gab es sicher, ja, gab es. Aber das ist, glaube ich, nicht mehr so sehr der Fall. Es wird alles Mögliche gespielt und jeder bemüht sich und jeder weiß, man muss Sachen spielen, die nicht dauernd gängig sind. Ob das jetzt, sagen wir mal, Bach sein muss oder... Ich kann das nicht so unterschreiben. Ich denke schon, die Vielfalt ist da. Ja? Manchmal wunderst du dich, klar, kommst du im Wettbewerb, jeder spielt Präludium, Fuga, Allegro, ne? Aber das würde ich nicht als eine Tendenz bezeichnen. Ich glaube eher die Tendenz ist, dass man sich bemüht. Dass es aber sicher eine ganz sichere Sache ist, dass es zu wenig neue Musik, zeitgenössische Musik gibt. Ja? Und dass die zeitgenössische Musik auch sehr durchschnittlich oder sagen wir mal mir oft zu harmonisch ist. Und die Tendenz meiner Studenten jetzt ist so, dass sie eigentlich, also da fangen die haben schon Schwierigkeiten, eine Henze 58 zu spielen, Kammermusik 58 zu spielen, also ich meine die Tentos. Das finden die dann schon zu modern, ja. Und das ist natürlich schade, ja. Und zurück zu den Werken von Henze, die du bearbeitet hast. El Cimarron. Genau, wie hast du sie bearbeitet? Gut, das sind 14 Sätze. Das Stück hat 1,5 Stunden oder 1,5 Stunden. Und ich bin auf die Idee gekommen durch Leo Brauer, der hat so eine Bearbeitung gemacht, aber nur die Gitarrenstimme und ich bin da hingegangen, habe dann noch Sachen hinzugefügt wie Perkussion und eben den Text, ja, den Text von Hans-Werner Enzensberger. Erstmal habe ich den Text so rezitiert, dann bin ich aber hingegangen und dachte, das ist keine gute Idee, ich muss es gleichzeitig machen. Und so kam ich auf die Idee und so ist es auch auf meiner CD entstanden. Also es ist nicht so, dass ich den Text nachspreche, sondern gleichzeitig spiele ich und spreche ich. Das war nicht ganz einfach. Das hast du schon mal im Konzert das habe ich natürlich im Konzert öfters gemacht, ja. Und ich musste dann auch das Theatralische rüberbringen. Genau, das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, weil als ich diese Aufnahme gehört habe, also ich hatte das Glück, diese Aufnahme zu hören, und da dachte ich am Anfang, wer ist das denn? Ja, also wer rezitiert das? Und danach habe ich natürlich deine Stimme erkannt und da kam auch mit Luciano, aber wir haben so eine heftige Auseinandersetzung, weil ich dachte, das ist der Hubert und Luciano sagte, das ist der nicht. Und weil natürlich... Freut mich, dass ihr mich nicht erkannt habt. Super. Ja, es war wirklich sehr, sehr interessant, weil in erster Stelle, man denkt nicht, dass du gleichzeitig spielst und dazu den Text rezitierst. Und in zweiter Stelle, natürlich, jetzt hört es sich so theatralisch und so gut an, dass man sagt, ja, es ist wirklich eine enorme Arbeit dahinter stecken, dass du das beide so gut herausfindest. Das habe ich auch oft geübt und also ich habe das in Konzerten mehrmals gemacht. Ich habe es so oft immer wieder, ja, auch im Ausland sogar, auch dann auf Deutsch. Ich habe das vorher dann auf Englisch vorgetragen oder ich habe es in Zagreb gemacht, in der großen Gitarrenserie. Da hat auch der Veranstalter darauf bestanden, dass ich dieses Stück spiele. Ja? Und das kommt dann auch gut an. Gut, wenn die Leute ungefähr wissen, worum es geht, dann kann man das auch auf Deutsch machen, weil das ist nun mal das Originale, dieser deutsche Text von Enzensberger. Genau, das wollte ich auch dich fragen jetzt, ob du uns ein bisschen erzählen kannst, worum es geht. Also wir kennen das schon, aber vielleicht für die Leute, die das noch nicht kennen, warum es geht, die ganze Geschichte. Gut, dieser Cimarron ist ein entlaufener Sklave, der wirklich existiert hat. Esteban Montejo heißt er. Und er ist in den 60er Jahren interviewt worden, da war er aber schon über 100 Jahre alt. Er ist angeblich über 117 geworden und der hat dann, Jiménez hieß der berühmte Schriftsteller, dem hat er das wohl erzählt und der hat daraus ein Buch gemacht und Enzensberger fand das sehr großartig und hat das dann Henze erzählt. Aber es ging um eine Geschichte eines Sklaves in und Kuba. Der erzählt seine Geschichte, genau, in Kuba. Der erzählt seine Geschichte und das ist wie eine kleine Oper vertont worden. Und ich habe das so komplettiert, dass ich in 6 Sätzen die Geschichte doch gut erzählen kann. Also das fängt an mit, wird die Welt vorgestellt, dann auch wie er flieht aus der Sklaverei, dann eben wie er im Wald lebt, dann kommt der Aufstand, dann kommt ein Sieg, das ist der schlechte Sieg, weil letzten Endes die Amerikaner, sprich die Gringos,
doch irgendwie da den Nutzen draus getragen haben. Und zum Schluss kommt die Freundlichkeit und das ist auch der letzte Satz. Der erste Satz ist identisch mit der kompletten Cimarron-Fassung und der letzte. Ich wollte dich fragen jetzt über deine aktuellen Projekte. Was hast du jetzt neu? Gut, die CD wird jetzt rauskommen nach langer Zeit. Diese CD von Cimarron. Mit Henze, die heißt aber Garuda, da wird sein auch die Chinastera-Sonate, da wird drauf sein Garuda von Oliver Hand. Und die ist auch schon lange soweit fertig, also ich wollte sie nie rausgeben. Jetzt habe ich aber einen Produzenten gefunden und es ist so gut aufgenommen, da bin ich eigentlich auch sehr froh drum. Es ist eine tolle Qualität, dass sie hier jetzt endlich rauskommen kann und wird. Ein weiteres Projekt, das mir noch am Herzen liegt, ist, dass ich gerne ein Buch, oder ich bin auch dabei, mir Gedanken zu machen über Interpretation für Gitarristen schreiben würde. Und da bin ich auch, das wird jetzt eigentlich mein nächstes Zukunftsprojekt sein, dass ich mich mal mit diesem Thema einfach auseinandersetze, aber auch im Bezug auf Praxis. Also das heißt nicht Stilistik und... Ja, Stilistik und aber auch Hinweise, wie man sich einer Interpretation nähern kann oder wie man einfach tiefer einsteigen kann. Du hast 2 großen Klassen an der Musikhochschule in Köln und dann in Koblenz, die außerordentlich international ist, so bunt, sagen wir so. Was erwartest du von einem Studenten in der Sinn, wenn jemand kommt zu dir und sagt, ich will mit dir studieren, ich will bei dir so eine Musikhochschule oder in Koblenz dein Schüler, dein Schüler sein, was sind die Voraussetzungen, die du hast? Na gut, ich meine, in Köln ist es sicher schwieriger, weil ich da auch begrenzte Anzahl von Studenten aufnehmen kann. In Koblenz bin ich da flexibler. Da können wir mehr machen, da sind wir ganz unter uns. In Koblenz kann ich mir mein eigenes Programm machen. Ich kann mir die Zeit einteilen. Ich kann so viele Leute nehmen, in Anführungsstrichen, wie ich will, wie ich kann. Aber dadurch und durch die Internationalität ist es dann für die Leute interessanter. Trotzdem sind die Niveaus auch sehr unterschiedlich. Ein gewisses Niveau muss da sein, die machen ja auch eine Aufnahmeprüfung, auch in Koblenz, aber es gibt dann auch wieder Spitzenleute und Leute, die nicht ganz so spitze sind. Ja. Und wie fühlst du dich in diesem Bereich mit so vielen Leuten aus verschiedenen Nationen? Ja, ich habe jetzt mal nachher, es sind ungefähr 12 Nationen, die da sind mittlerweile, und das ist schon wie viel. UNO halt hast du da. Ja, ich habe also da 12 Nationen, die bei mir Unterricht haben insgesamt. Und das ist, es ist einfach, sind sehr viele, jetzt kommen immer mehr Chinesen, Taiwanesen und es ist wirklich international im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und auch wie die Jungs dann, wenn wir nachher in der Cafeteria sitzen, hat jeder eine andere Nationalität. Und wie viele Sprachen kannst du mittlerweile? Sehr schön. Chinesisch noch nicht. Chinesisch kann ich noch nicht, aber das müssen wir lernen. Ja, genau. So, lieber Hubert, vielen Dank. Das war wirklich ein sehr nettes und schönes Gespräch. Es war toll mit und euch. natürlich für uns, das ist eine ganz große Ehre, dass du wirklich bei dir uns empfangen hast, so locker mit uns gesprochen hast über alles, was wir wissen wollten. Und also vielen Dank aus meiner Seite. Von mir auch und viel Erfolg für alle deine wunderbaren zukünftigen Projekte. Ich bedanke mich bei euch auch. Bis demnächst.